Lektion 1: Die richtige Richtung finden. Entschuldigen Sie mich. Wissen Sie, wo das nächste Lebensmittelgeschäft ist? Sicher, es ist nur ein paar Blocks die Straße runter auf der linken Seite. Fantastisch. Danke für die Anleitung. Du bist willkommen. Ich helfe gerne. Ich weiß das zu schätzen. Ich bin neu in der Gegend und orientiere mich immer noch. Gar kein Problem. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Empfehlungen in der Stadt benötigen. Wird reichen. Ich werde die Gegend genauer erkunden müssen. Es ist eine bezaubernde Gegend mit vielen tollen lokalen Geschäften und Restaurants. Ich freue mich darauf, sie zu entdecken. Lektion 2: Neue Erfahrungen entdecken. Hallo Anna. Ich habe gehört, dass dieses Wochenende ein Musikfestival im Park stattfindet. Es ist eine wundervolle Erfahrung. Wir können neue Songs lernen und neue Leute kennenlernen. Das klingt genau nach meinem Geschmack. Ich liebe Live-Musik. Absolut. Es ist eine großartige Gelegenheit, in die lokale Kultur einzutauchen. Ich kann es kaum erwarten. Haben Sie vor, teilzunehmen? Ja, ich würde es nicht verpassen. Es ist eine meiner jährlichen Lieblingsveranstaltungen. Hervorragend. Wir können zusammen hingehen, wenn du möchtest. Ich würde mich freuen. Es wird Spaß machen, die Erfahrung zu teilen. Wunderbar. Dann ist es ein Date. Lektion 3: Beruf und Familie unter einen Hut bringen. Hallo. Hey, wie geht's deiner Mutter? Dass ihre Lieblingszeit die Zeit ist, die sie mit uns verbringt. Meine Mutter arbeitet von Montag bis Freitag. Ich verstehe. Es muss nett für sie sein, die Wochenenden zum Entspannen zu haben. Absolut. Sie schätzt diese schöne Zeit mit der Familie wirklich. Das kann ich mir vorstellen. Die Work-Life-Balance ist so wichtig. In der Tat. Sie hat sich immer ihrem Job verschrieben, aber die Familie steht an erster Stelle. Das ist bewundernswert. Es ist manchmal schwierig, ein Gleichgewicht zu finden. Du hast recht. Aber sie hat es im Laufe der Jahre gut hingekriegt. Ich freue mich, das zu hören. Familie ist so kostbar. Lektion 4: Gesundheit priorisieren. Hallo Anna. Wie haben Sie sich in letzter Zeit um Ihre Gesundheit gekümmert? Hallo John, ja, ich habe versucht, mich mehr auf mein Wohlbefinden zu konzentrieren. Das ist toll zu hören. Was für Aktivitäten hast du gemacht? Ich habe versucht, mehr Bewegung in meine Routine zu integrieren. Hervorragend. Körperliche Aktivität ist so wichtig für die allgemeine Gesundheit. Absolut. Ich habe mich auch bemüht, mich gesünder zu ernähren. Wunderbar. Richtige Ernährung ist ebenfalls wichtig. Auf jeden Fall. Ich habe eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse angestrebt.
Das ist lobenswert. Auf sich selbst aufzupassen sollte oberste Priorität haben. Lektion 5. Erkundung der Transportmöglichkeiten. Hey, wie kommt man heutzutage am besten durch die Stadt? Gehen ist definitiv auch eine praktikable Option. Ich verstehe. Sind öffentliche Verkehrsmittel auch eine gute Wahl? Absolut. Die Bus- und U-Bahn-Systeme sind sehr zuverlässig und erschwinglich. Das ist gut zu wissen. Ich habe auch darüber nachgedacht, mir ein Fahrrad zuzulegen. Radfahren ist eine hervorragende Wahl, insbesondere für kürzere Strecken. Es wäre eine großartige Möglichkeit, etwas Sport zu treiben und meinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Exakt. Die Stadt ist ziemlich fußgängerfreundlich, daher wäre Radfahren eine gute Option. Wunderbar. Das muss ich mir genauer ansehen. Lektion 6. Speiseoptionen. Kennst du irgendwelche guten Restaurants hier in der Nähe? Ich habe gehört, dass gerade ein nettes neues italienisches Lokal eröffnet wurde. Oh, das klingt herrlich. Sollen wir es versuchen? Unbedingt. Ich bin mir sicher, das Essen wird exquisit sein. Hervorragend. Gehen wir jetzt dorthin? Ganz gewiss. Ich bin ausgehungert. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, Ihre Gerichte zu probieren. Ich auch nicht. Ich habe gehört, dass Sie auch eine tolle Weinauswahl haben. Herrlich. Ein gutes Glas Wein würde perfekt passen. In der Tat. Das sollte ein herrlicher Abend werden. Ich stimme zu. Sollen wir uns auf den Weg machen? Lektion 7. Die Reise fortsetzen. Schlagen Sie vor, dass wir als nächstes gehen? Wie wäre es, wenn wir unsere Reise auf dem Land fortsetzen würden? Exzellente Idee. Die Landschaft klingt herrlich. Wunderbar. Ich habe gehört, dass die Landschaft atemberaubend ist. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, die sanften Hügel und malerischen Dörfer zu sehen. Exakt. Es wird eine erfrischende Abwechslung sein. Ich stimme zu. Eine friedliche Pause von der Stadt. Exakt. Machen wir uns sofort auf den Weg? Ja, lassen Sie uns keinen Moment verschwenden. Ich bin begierig darauf, etwas zu erkunden. Herrlich. Das wird ein herrliches Abenteuer. Lektion 8. Das Design des Boomerangs. Haben Sie von dem Jagdstock gehört, der als Boomerang bekannt ist? Ja, das Design des Boomerangs ist bemerkenswert, weil er so geworfen werden kann, dass er zum Werfer zurückkehrt. Exakt. Die einzigartige Aerodynamik ermöglicht es, sich nach hinten zu krümmen. Faszinierend. Die Technik des Boomerangs hat mich schon immer fasziniert. In der Tat. Es ist ein Beweis für den Einfallsreichtum der Ureinwohner, die es geschaffen haben. Absolut. Der Boomerang ist ein wahres Wunderwerk der Technik.
Ganz richtig. Ich würde gerne eines Tages einen in Aktion sehen. Das wäre wunderbar. Es muss faszinierend sein, einem erfahrenen Boomerangwerfer zuzuschauen. Ich stimme zu. Es ist eine Fähigkeit, die ich gerne lernen würde. Lektion 9. Passanten beobachten. Wir konnten die vorbeigehenden Leute beobachten, während wir dort saßen. Ja, es ist immer wieder faszinierend, die Welt um uns herum zu beobachten. In der Tat. Sie wissen nie, auf welche interessanten Sehenswürdigkeiten Sie stoßen könnten. Absolut. Leute zu beobachten kann ziemlich unterhaltsam sein. Ich stimme zu. Und wir hörten sogar unser Lieblingslied, Butterfly, spielen. Wie herrlich. Das muss eine angenehme Überraschung gewesen sein. War es. Zufällige Momente wie diese machen den Tag heller. Ich stimme voll und ganz zu. Diese kleinen Freuden im Leben sind wirklich kostbar. Exakt. Es sind die einfachen Freuden, die oft das meiste Glück bringen. Lektion 10. Früchte der Saison genießen. Die Früchte, die wir gesehen haben, können so gegessen werden, wie sie sind. Absolut. Es ist immer eine gute Idee, Obst vor dem Verzehr zu waschen. In der Tat. Die Gewährleistung einer angemessenen Lebensmittelsicherheit ist von entscheidender Bedeutung. Exakt. Vor allem bei frischen, reifen Produkten. Ja, es ist wichtig, vorsichtig damit umzugehen. Auf jeden Fall. In eine saftige, würzige Frucht zu beißen, kann ein herrliches Erlebnis sein. Ich stimme zu. Der Hauch von Süße ist so erfrischend. Exakt. Obst der Saison ist ein wahrer Genuss. Ich stimme zu. Es ist die perfekte Art, die Fülle der Natur zu genießen. Lektion 11. Einkaufen gehen. Ich habe vor, später einkaufen zu gehen. Möchtest du zu mir kommen? Das klingt praktisch. Ich muss immer noch zur Kasse gehen. Wunderbar. Wir können zusammen hingehen und die Kosten teilen. Exzellente Idee. Ich muss auch ein paar Sachen abholen. Großartig. Machen wir eine Liste, um sicherzustellen, dass wir nichts vergessen. Gute Überlegung. Welche Artikel müssen Sie kaufen? Ich muss frische Produkte, etwas Fleisch und ein paar Haushaltswaren kaufen. Ich muss Milchprodukte, Backwaren und Körperpflegeprodukte abholen. Okay, lassen Sie uns die Liste teilen und effizient einkaufen. Einverstanden. Das spart uns Zeit und Geld. Absolut. Ich freue mich auf unseren Einkaufsbummel. Ich auch. Es macht immer mehr Spaß, mit einem Freund einzukaufen. In der Tat. Das wird ein angenehmer und produktiver Ausflug. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Sollen wir jetzt losfahren? Ja, lass uns gehen. Je früher wir anfangen, desto eher sind wir fertig. Lektion 12. Im Geschäft auschecken.
Das ist praktisch. Ich muss immer noch zur Kasse gehen. Kein Problem. Ich begleite dich an der Kasse. Toll, wir können unsere Artikel zusammen bezahlen. Hervorragend. Ich bin bereit auszuchecken, wann immer du bist. Okay, lass uns ein offenes Register finden und das erledigen. Hört sich gut an. Ich folge deinem Beispiel. Perfekt. Ich sehe eine Linie mit nur ein paar Leuten. Wunderbar, das sollte den Prozess beschleunigen. Absolut. Ich fange an, meinen Einkaufswagen zu entladen. Ich mache das Gleiche. Wir werden in kürzester Zeit hier raus sein. Ich stimme zu. Das war ein reibungsloser Einkaufsbummel. In der Tat. Ich bin froh, dass wir uns entschieden haben, zusammenzugehen. Ich auch. Es ist immer besser, Gesellschaft zu haben. Lektion 13. Diskussion von Lincolns Ansatz. Lincolns Herangehensweise an das Thema sei realistisch und human, aber fast alle Historiker sind sich einig, dass Lincolns Handeln komplexer war. Das ist eine interessante Perspektive. Können Sie die Komplexität von Lincolns Ansatz näher erläutern? Ganz gewiss. Obwohl Lincolns Politik oft als mitfühlend angesehen wurde, musste er auch konkurrierende Interessen abwägen und schwierige Entscheidungen treffen. Ich verstehe. Können Sie einige Beispiele für die Komplexität nennen, mit der er konfrontiert war? Nun, seine Emanzipationsproklamation war ein bedeutender Schritt zur Beendigung der Sklaverei, aber sie hatte auch Einschränkungen in ihrer Anwendung. Ah, ich verstehe. Es war keine einfache oder unkomplizierte Entscheidung, oder? Exakt. Lincoln musste sich in der politischen Landschaft zurechtfinden und pragmatische Entscheidungen treffen, auch wenn diese nicht immer seinen persönlichen Überzeugungen entsprachen. Das ist eine faire Einschätzung. Historiker haben oft Schwierigkeiten, die Nuancen historischer Figuren und Ereignisse einzuschätzen. Absolut. Lincolns Vermächtnis ist komplex, und es ist wichtig, den Kontext und die Herausforderungen zu verstehen, mit denen er konfrontiert war. Lektion 14. Mit Herausforderungen umgehen. Ich fühle mich in letzter Zeit etwas überfordert. Ich verstehe. Was hat dich beunruhigt? Die Arbeit war ziemlich anspruchsvoll und ich hatte Mühe, eine Work-Life-Balance zu finden. Das ist verständlich. Es ist wichtig, dass du auch auf dich selbst aufpasst. Exakt. Ich muss meinem Wohlbefinden Priorität einräumen, aber das ist leichter gesagt als getan. Ich verstehe. Haben Sie irgendwelche Strategien zur Bewältigung der Arbeitslast ausprobiert? Ich habe versucht, mich auf eine Aufgabe nach der anderen zu konzentrieren, aber es war eine Herausforderung. Das ist ein guter Ansatz. Haben Sie darüber nachgedacht, zu delegieren oder um Hilfe zu bitten? Das ist eine tolle Idee. Ich sollte mich an meine Kollegen wenden und sehen, ob sie mir bei einigen Aufgaben helfen können. Exakt. Teamwork kann bei der Bewältigung hoher Arbeitslasten einen großen Unterschied machen. Du hast recht. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Danke für den Rat. Ich helfe gerne weiter.
Denken Sie daran, Pausen einzulegen und auch Ihrem Wohlbefinden Priorität einzuräumen. Das werde ich. Es ist wichtig, ausgewogen und gesund zu bleiben. Lektion 15: Das Hoteltaxi entdecken. Das Taxi wird mit dem Hotellogo an den Türen versehen sein, sodass es leicht zu erkennen ist. Hervorragend, das macht es einfach zu identifizieren. In der Tat. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir den falschen Transport bekommen. Auf jeden Fall. Es ist immer schön, wenn es klare visuelle Hinweise gibt. Absolut. Das erspart uns die Mühe, das richtige Fahrzeug zu finden. Exakt. Wir können einfach nach dem Branding des Hotels suchen und einsteigen. Exakt. Es ist ein einfacher, aber effektiver Weg, um sicherzustellen, dass wir unser Ziel erreichen. Ich stimme zu. Es ist eine praktische Funktion, die Hotels ihren Gästen oft bieten. Absolut. Es verleiht dem Reiseerlebnis ein gewisses Maß an Komfort und Selbstvertrauen. Einverstanden. Wir können uns entspannen und die Fahrt genießen, weil wir wissen, dass wir im richtigen Taxi sind. Exakt. Es sind die kleinen Details wie diese, die einen großen Unterschied machen. Absolut. Ich bin froh, dass das Hotel dieses System eingerichtet hat. Ich auch. Es ist eine Sache weniger, über die wir uns Sorgen machen müssen. Auf jeden Fall. Sollen wir losfahren und unser Hoteltaxi suchen? Ja, lass uns gehen. Ich bin bereit, diese Reise zu beginnen. Lektion 16: Das perfekte Angebot. Ich habe ein hervorragendes Geschäftsangebot für Sie. Ich bin ganz Ohr. Was ist es? Ich habe den perfekten Lieferanten für unsere neue Produktlinie gefunden. Hervorragend. Was sind die Einzelheiten? Die Preise sind unschlagbar und die Qualität ist erstklassig. Das klingt vielversprechend. Wann können wir mit der Lieferung rechnen? Der Lieferant garantiert eine schnelle Lieferung, sobald ich die Bestellung aufgegeben habe. Fantastisch. Ich werde den Vertrag überprüfen und mich in Kürze bei Ihnen melden. Wunderbar. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich bin zuversichtlich, dass dies ein profitables Unterfangen sein wird. Ich auch. Dieser Deal ist zu gut, um ihn zu verpassen. Lektion 17: Überlegungen zur Kleiderordnung. Ich habe dieses Wochenende eine Veranstaltung vor mir. Oh, wirklich? Was für eine Veranstaltung ist das? Es ist eine formelle Gala, die von meiner Firma veranstaltet wird. Ich verstehe. Hast du dich entschieden, was du anziehen willst? Noch nicht. Ich versuche immer noch, das perfekte Outfit zu finden. Nun, du solltest sicherstellen, dass du den Dresscode einhältst. Absolut. Ich muss über die angemessene Kleidung nachdenken. In der Tat. Formelle Veranstaltungen erfordern oft elegante Kleidung. Du hast recht. Das werde ich beim Einkaufen berücksichtigen.
Lektion 18, die beruhigende Landschaft. Ich plane einen Wochenendausflug. Das klingt reizend. Wo willst du hingehen? Ich erwäge einen Rückzugsort auf dem Land. Auf dem Land? Das ist so eine friedliche Idee. Ja, ich muss dem Trubel der Stadt entfliehen. Frische Luft und natürliche Umgebung können so verjüngend sein. Exakt. Ich hoffe, eine gemütliche Hütte im Wald zu finden. Was für eine wunderbare Art, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Ich freue mich riesig darauf. Es wird perfekt sein. Lektion 19, ein neuer Nachbar kommt. Ich habe einen neuen Nachbarn, der gerade eingezogen ist. Oh, das ist aufregend. Hast du sie schon getroffen? Ja, ich hatte vorhin die Gelegenheit, mich vorzustellen. Und wie ist es gelaufen? Und wie sind sie? Sie scheint sehr freundlich und höflich zu sein. Das ist toll zu hören. Es ist immer schön, einen freundlichen Nachbarn zu haben. In der Tat. Ich freue mich darauf, Sie besser kennenzulernen. Ich bin sicher, ihr zwei werdet schnell Freunde werden. Das hoffe ich. Es ist immer schön, ein freundliches Gesicht in der Nähe zu haben. Lektion 20, der verlorene Schatz. Ich habe neulich die faszinierendste Geschichte gehört. Oh, wirklich? Worum ging es? Offenbar hat eine einheimische Frau einen versteckten Schatz gefunden. Ein verborgener Schatz? Wie faszinierend. Was ist passiert? Sie ging durch ein Feld, als sie auf einen großen Topf stieß. Ein Topf voller Schätze? Das muss eine ziemliche Entdeckung gewesen sein. Ja, aber die Geschichte wird noch interessanter. Erzähl es. Ich bin auf der Kante meines Sitzes. Nun, es stellte sich heraus, dass der Topf mit wertvollen Münzen und Juwelen gefüllt war. Wow, was für ein Glücksfall. Ich hoffe, sie konnte es für sich beanspruchen. Das ist der knifflige Teil. Der rechtmäßige Besitzer ist noch unbekannt. Oh, ich verstehe. Ich hoffe, sie kann den Besitzer ausfindig machen. Ich auch. Es wäre schade, wenn ein solcher Schatz nicht abgeholt würde. Lektion 21, Kleiderspende. Ich habe so viele Klamotten, die ich nie trage. Was soll ich mit ihnen machen? Das ist eine tolle Idee. Du solltest die Kleidung spenden, die du nicht trägst. Sie spenden? Wo kann ich sie spenden? Es gibt viele gemeinnützige Organisationen, die Kleiderspenden annehmen. Sie könnten sich in örtlichen Notunterkünften oder Gebrauchtwarenläden umsehen. Das ist ein guter Vorschlag. Sie zu spenden wäre besser, als sie einfach in meinem Schrank sitzen zu lassen. Genau. Jemand anderes könnte diese Klamotten wirklich gebrauchen. Du hast recht. Ich stelle einen Beutel mit den Klamotten zusammen, die ich nicht trage, und gebe sie im örtlichen Tierheim ab.
Wunderbar. Ich bin sicher, Sie werden für die Spende dankbar sein. Ich bin froh, dass ich daran gedacht habe. Es ist eine Win-Win-Situation. Ich werde Kleidung los, die ich nicht brauche, und jemand anderes kann davon profitieren. Absolut. Das Spenden unbenutzter Gegenstände ist eine großartige Möglichkeit, Ordnung zu schaffen und der Community zu helfen. Das mache ich dieses Wochenende. Danke für den Rat. Lektion 22: Das Dorf besuchen. Ich komme gerade aus der Großstadt, um unser Dorf zu besuchen. Oh, wie wunderbar. Die Leute hier müssen sich freuen, dich zu haben. Sie scheinen es wirklich zu genießen, den belebten Straßen der Stadt zu entfliehen. Ich bin mir sicher, dass das langsamere Tempo und die ruhigere Atmosphäre ein netter Szenenwechsel sind. Ja, es ist so friedlich und ruhig hier. Eine willkommene Abwechslung vom Trubel. Das Dorf hat einen gewissen Charme, den die Stadt nicht nachahmen kann. Absolut. Ich bin froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, es zu erleben. Ich freue mich, dass du hier bist, um es mit uns zu genießen. Es gibt nichts Schöneres als das Dorfleben. Ich stimme zu. Bisher war es ein erfrischender Besuch. Lektion 23: Nervös sein. Ich bin etwas nervös wegen dieser Präsentation. Keine Sorge, es ist normal, dass man sich vor einer großen Veranstaltung so fühlt. Ich will nur, dass alles glatt läuft. Wo gehst du für die Präsentation hin? Es ist im Konferenzzentrum in der Innenstadt. Ah, ich verstehe. Das ist ein großer Veranstaltungsort, aber du hast das. Das hoffe ich. Ich habe mich gründlich vorbereitet, aber die Nerven sind immer noch da. Denken Sie daran, tief durchzuatmen und ruhig zu bleiben. Du wirst das großartig machen. Du hast recht, ich muss konzentriert und positiv bleiben. Lektion 24: Etwas Neues ausprobieren. Ich denke darüber nach, ein neues Hobby auszuprobieren, aber ich zögere ein bisschen. Das ist aufregend. Was für ein Hobby ziehst du in Betracht? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich möchte etwas ganz anderes ausprobieren. Nun, ich sage, probieren Sie es aus und sehen Sie, wie es läuft. Denkst du schon? Was ist, wenn ich nicht gut darin bin? Denken Sie daran, tief durchzuatmen und positiv zu bleiben. Es geht nur um das Erlebnis. Du hast recht, ich sollte mir nicht so viele Gedanken darüber machen, perfekt zu sein. Genau. Das Wichtigste ist, dass du deine Komfortzone verlässt. In Ordnung, ich werde es versuchen. Danke für die Ermutigung. Lektion 25: Umgang mit Kritik. Ich habe in letzter Zeit viel Kritik bekommen, und das geht mir wirklich auf die Nerven. Es tut mir leid, das zu hören. Der Umgang mit Kritik kann schwierig sein. Ich weiß, ich sollte mich davon nicht stören lassen, aber es ist schwer, das nicht zu tun. Es ist verständlich, sich so zu fühlen. Kritik, ob berechtigt oder nicht, kann verletzend sein. Exakt. Sowohl diejenigen, die mich hassen, als auch diejenigen,
die von mir besessen sind, scheinen eine Meinung zu haben. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber versuche, dich nicht von der Negativität verzehren zu lassen. Du hast recht, ich muss mich auf das Positive konzentrieren und mich nicht unterkriegen lassen. Absolut. Bleib stark und erinnere dich an deinen eigenen Wert. Die Meinungen anderer definieren dich nicht. Ich danke dir. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie zuhören und Ihre Unterstützung anbieten. Lektion 26. Zurück am Sonntagabend. Ich habe am Sonntagabend frei. Funktioniert das für dich? Ja, Sonntagabend funktioniert gut für mich. Irgendwelche Vorschläge, was wir tun könnten? Wie wäre es, wenn wir in das neue Restaurant gehen, das gerade eröffnet wurde? Ich habe gehört, dass Sie gutes Essen haben. Oh, das klingt wunderbar. Ich bin in der Stimmung, etwas Neues auszuprobieren. Wunderbar. Sollen wir eine Reservierung machen? Ja, bitte. Das wäre eine gute Idee. In Ordnung, ich kümmere mich darum. Freue mich drauf. Ich auch, es wird eine nette Art sein, den Abend zu verbringen. Einverstanden. Das wird lustig. Lektion 27. Grüße können ganz anders sein. Es gibt so viele Variationen, wenn es um Grüße geht, nicht wahr? Oh ja, die Begrüßung kann je nach Kultur und Region ganz unterschiedlich sein. Exakt. Selbst innerhalb desselben Landes kann die Art und Weise, wie sich Menschen begrüßen, unterschiedlich sein. Das ist ein gutes Argument. In einigen Teilen des Landes ist beispielsweise ein Handschlag üblicher. In anderen Bereichen könnte eine Umarmung oder ein Kuss auf die Wange die Norm sein. Absolut. Es ist faszinierend, die Vielfalt der Grüße zu beobachten. In der Tat. Es ist wichtig, auf Reisen die lokalen Gepflogenheiten zu berücksichtigen. Auf jeden Fall. Sie möchten nicht versehentlich jemanden beleidigen, indem Sie die falsche Begrüßung verwenden. Absolut. Es geht darum, respektvoll zu sein und sich an die lokale Etikette anzupassen. Lektion 28. Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen. Flughäfen haben in diesen Tagen strengere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, nicht wahr? Ja, das ist sehr wahr. Ich habe es bemerkt, als ich letzten Monat geflogen bin. Das gleiche hier. Das Screening-Verfahren schien im Vergleich zu den Vorjahren gründlicher zu sein. In der Tat. Sie gehen wirklich hart vor, um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten. Absolut. Es kann ein bisschen lästig sein, aber es ist für unseren Schutz notwendig. Ich stimme zu. Es ist ein kleiner Preis, den man für den Seelenfrieden zahlen muss. Auf jeden Fall. Die erweiterten Sicherheitsprotokolle gibt es aus gutem Grund. Exakt. Es ist wichtig, dass wir die Vorschriften einhalten. Ohne Zweifel. Sicherheit sollte an Flughäfen immer oberste Priorität haben. Lektion 29. Bestattungsdienste. Beerdigungen sind düstere Anlässe, aber die Gottesdienste können sehr unterschiedlich sein. Das ist wahr.
Das Format und die Traditionen können je nach Religion oder Kultur unterschiedlich sein. Exakt. In einigen Fällen wird die Trauerfeier wie ein regulärer Gottesdienst abgehalten. Ja, mit Hymnen, Gebeten und vielleicht sogar einer Predigt. Absolut. Normalerweise führt der Klerus oder ein religiöser Führer den Gottesdienst durch. In der Tat. Es ist eine Möglichkeit, den Verstorbenen zu ehren und der trauernden Familie Trost zu spenden. Auf jeden Fall. Der Gottesdienst kann eine sinnvolle Art sein, das Leben der Verstorbenen zu feiern. Absolut. Es ist eine Zeit des Nachdenkens, der Erinnerung und des Abschlusses. In der Tat. Die Bräuche und Rituale können für die Trauernden sehr wichtig sein. Lektion 30. Den Sommer genießen. Der Sommer kann ziemlich heiß sein, nicht wahr? Ja, es kann sehr heiß werden, besonders in der Hauptsaison. Die Sonne scheint so hell, nicht wahr? Das tut es. Die langen, sonnigen Tage sind perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Exakt. Im Sommer gehen wir oft schwimmen, um uns abzukühlen. Auf jeden Fall. Es ist eine großartige Möglichkeit, der Hitze zu trotzen und Spaß zu haben. Absolut. Und wir neigen dazu, im Sommer viel Zeit im Freien zu verbringen. Auf jeden Fall. Das warme Wetter macht einfach Lust, die Sonne zu genießen. Einverstanden. Die Sommersaison ist wirklich eine wundervolle Jahreszeit. Lektion 31. Zugreisen im Vergleich zu Panoramafahrten. Ich bevorzuge Bahnreisen. Sie sind entspannender und bieten eine wunderschöne Landschaft. Das stimmt, aber ich finde Autofahren bequemer. Du kannst anhalten, wo du willst. Ich nehme an, aber mit Zügen können Sie sich zurücklehnen und die Aussicht genießen, ohne sich Gedanken über die Straße machen zu müssen. Guter Punkt. Die Landschaft von einem Zug aus ist oft atemberaubend. Exakt. Und du kannst die Zeit produktiv nutzen, zum Beispiel lesen oder arbeiten. Das ist ein faires Argument. Züge bieten ein friedlicheres Reiseerlebnis. Auf jeden Fall. Außerdem müssen Sie sich nicht mit Staus auseinandersetzen oder einen Parkplatz finden. Das ist ein erheblicher Vorteil. Züge sind ein stressfreieres Verkehrsmittel. Absolut. Ich glaube, ich werde mich für meine nächste Fernreise für den Zug entscheiden. Lektion 32. Einen Elevator-Pitch erstellen. Ich sollte einen Elevator-Pitch vorbereiten, um mich anderen vorzustellen. Das ist eine tolle Idee. Ein Elevator-Pitch kann einen fantastischen ersten Eindruck hinterlassen. Exakt. Es ist eine kurze Art, meine wichtigsten Stärken und Erfahrungen hervorzuheben. Absolut. Der Schlüssel liegt darin, es klar, überzeugend und auf Ihr Publikum zugeschnitten zu halten. Richtig, ich muss mir überlegen, welche Informationen für jede Situation am relevantesten sind. Exakt. Ihr Pitch sollte an verschiedene Kontexte und Personen, die Sie treffen, anpassbar sein. Guter Punkt. Ich muss üben,
es reibungslos und selbstbewusst abzuliefern. Auf jeden Fall. Ein effektiver Elevator-Pitch kann Türen öffnen und neue Möglichkeiten eröffnen. Ich freue mich darauf, an der Erstellung des perfekten Pitches zu arbeiten. Es ist ein unverzichtbares Netzwerktool. Lektion 33: Geschlechterbarrieren im Sport durchbrechen. In früheren Generationen galt Eishockey nur als Sport für Männer und Jungen. Das stimmt, aber die Einstellungen haben sich in den letzten Jahren geändert. Absolut. Wir sehen, dass mehr Frauen und Mädchen an traditionell von Männern dominierten Sportarten teilnehmen. Exakt. Es war inspirierend, das Wachstum des Frauen-Eishockeys mitzuerleben. Auf jeden Fall. Diese Athleten stellen Geschlechterstereotypen in Frage und stellen ihre Fähigkeiten unter Beweis. Ich stimme zu. Es ist wichtig, Frauen in allen Bereichen des Sports zu fördern und zu unterstützen. Ganz gewiss. Vielfalt und Inklusion in der Leichtathletik können starke Auswirkungen haben. Absolut. Es ist ein positives Beispiel für zukünftige Generationen. Einverstanden. Wir sollten die Gleichheit weiter fördern und Barrieren abbauen. Lektion 34: Unerwartete Aromen. Das Gericht schmeckte so schlecht, dass meine Katze nur etwas brauchte, um ihr den Geschmack aus dem Mund zu waschen. Oje, das klingt überhaupt nicht sehr appetitlich. Nein, es war wirklich schrecklich. Ich bin mir nicht sicher, was sich der Koch mit dieser Geschmackskombination gedacht hat. Wie enttäuschend. Manchmal können Restaurants mit ihren Menüpunkten wirklich das Ziel verfehlen. Exakt. Dieser war eine komplette Katastrophe. Ich konnte nicht einmal einen einzigen Bissen austrinken. Das ist schade. Ein schlechtes kulinarisches Erlebnis kann Ihre Stimmung wirklich ruinieren. Absolut. Ich werde dieses Restaurant in Zukunft auf jeden Fall meiden. Kluge Entscheidung. Es ist besser, Orte zu meiden, an denen unterdurchschnittliches Essen serviert wird. Auf jeden Fall. Ich würde viel lieber ein Restaurant finden, das durchweg köstliche und ausgewogene Mahlzeiten serviert. Lektion 35: Work-Life-Balance finden. Ich fühle mich manchmal überfordert und versuche, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bringen. Ich verstehe. Es kann schwierig sein, sich für alles Zeit zu nehmen. Exakt. Es gibt immer mehr zu tun, und es kann schwierig sein, Prioritäten zu setzen. Das ist wahr. Es ist wichtig, auch Selbstfürsorge zu einer Priorität zu machen. Absolut. Ich muss besser darin sein, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Auf jeden Fall. Übermäßiges Engagement kann zu Burnout und verminderter Produktivität führen. Du hast recht. Ich sollte versuchen, es für alle einfacher zu machen, indem ich meine Zeit besser einteile. Das ist ein großartiger Ansatz. Effektives Zeitmanagement kann viel Stress abbauen. Ich überprüfe zunächst meinen Zeitplan und identifiziere Bereiche, in denen ich optimieren kann. Lektion 36: Was ist, wenn ich nicht weiß, worüber ich sprechen soll? Ich bin mir nicht sicher,
worüber ich heute sprechen soll. Haben Sie irgendwelche interessanten Themen im Kopf? Lass mich nachdenken. Was ist mit dem Wetter? In letzter Zeit war es ziemlich angenehm. Ah, ja, das Wetter war herrlich. Perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Absolut. Konnten Sie das schöne Wetter genießen? Ich habe es ausgenutzt. Ich habe am Wochenende eine schöne Wanderung gemacht. Das klingt wunderbar. Wo bist du wandern gegangen? Ich habe einen neuen Weg im nahegelegenen Naturschutzgebiet erkundet. Die Aussicht war atemberaubend. Ich wollte mir das Reservat ansehen. Vielleicht könnten wir irgendwann zusammen hingehen. Das ist eine tolle Idee. Ich würde mich freuen, dir alles zu zeigen. Wunderbar. Ich freue mich darauf. Hervorragend. Wir können die Details später planen. Hört sich gut an. Gibt es in der Zwischenzeit noch etwas, das Sie besprechen möchten? Lass mich nachdenken. Oh, ich habe von einem neuen Restaurant gehört, das gerade eröffnet wurde. Offenbar ist es ziemlich gut. Oh, wirklich? Welche Art von Küche servieren Sie? Es ist ein Fusion-Restaurant, das Elemente aus verschiedenen kulinarischen Traditionen kombiniert. Faszinierend. Ich bin immer bestrebt, neue kulinarische Erlebnisse auszuprobieren. Das gleiche hier. Vielleicht könnten wir es irgendwann zusammen überprüfen. Lektion 37. Glück ist ansteckend. Du scheinst heute gute Laune zu haben. Bin ich. Ich fühle mich in letzter Zeit einfach so glücklich und positiv. Das ist wunderbar zu hören. Was hat dich so gut gelaunt gemacht? Ich denke, es ist einfach die Tatsache, dass Glück so ansteckend ist. Wenn ich mit glücklichen Menschen zusammen bin, hebt das einfach meine Stimmung. Ich stimme zu. Positivität kann ziemlich ansteckend sein, nicht wahr? Absolut. Und ich finde, wenn ich glücklich bin, hat das einen Dominoeffekt auf die Menschen um mich herum. Das ist ein gutes Argument. Deine fröhliche Einstellung kann jemandem wirklich den Tag versüßen. Genau. Ich glaube, wenn wir alle danach streben, mehr Glück zu verbreiten, wäre die Welt ein besserer Ort. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ein bisschen Positivität kann viel bewirken. Auf jeden Fall. Es ist erstaunlich, wie selbst kleinste Gesten jemandem den Tag versüßen können. Absolut. Ich denke, wir sollten es uns zur Aufgabe machen, mehr freundliche Handlungen zu vollbringen und mehr Freude zu verbreiten. Da stimme ich dir zu. Machen wir es uns zur Aufgabe, mehr Glück in die Welt zu bringen. Klingt nach einem Plan. Ich fühle mich schon optimistischer, wenn ich nur darüber rede. Lektion 38. Der mächtige Mount McKinley. Hast du jemals von Mount McKinley gehört? Ja, ich kenne mich damit aus. Es ist der höchste Gipfel in Nordamerika. Das ist richtig. Es ist ein beeindruckender Berg, der sich auf einer Höhe von 20,320 Fuß über dem Meeresspiegel erhebt.
Wow, das ist wirklich bemerkenswert. Ich kann mir das Ausmaß nicht einmal vorstellen. Es ist absolut riesig. Kein Wunder, dass er als einer der beeindruckendsten Berge der Welt gilt. Ich verstehe, warum es ein schwieriger Aufstieg sein würde. Allein die Höhe muss unglaublich anspruchsvoll sein. Auf jeden Fall. Die extremen Bedingungen und das tückische Gelände machen es zu einem wahren Test der menschlichen Ausdauer. Ich kann mir nur vorstellen, welches Erfolgserlebnis diejenigen haben, die es schaffen, den Gipfel zu erreichen. Absolut. Es ist eine Leistung, von der nur sehr wenige behaupten können, sie erreicht zu haben. Es muss ein beeindruckendes Erlebnis sein, auf dem Gipfel eines so kolossalen Gipfels zu stehen. Ich kann mir die atemberaubende Aussicht von dort oben nur vorstellen. Es muss wirklich demütigend sein. Ich würde es gerne eines Tages selbst sehen, aber ich denke, ich werde es weiterhin aus der Ferne bewundern. Ich nehme es dir nicht übel. Der Versuch, den Mount McKinley zu besteigen, ist nichts für schwache Nerven. In der Tat. Ich überlasse diese Herausforderung den wahren Abenteurern und Bergsteigern. Kluge Entscheidung. Wir können die Pracht des Mount McKinley bequem vom Meeresspiegel aus genießen. Lektion 39. Genügend Zeit fürs Abendessen. Hey, hast du heute Abend irgendwelche Pläne für ein Abendessen? Noch nicht. Warum fragst du? Ich dachte, wir könnten das neue Fusion-Restaurant ausprobieren, das gerade eröffnet wurde. Oh, das klingt toll. Um wie viel Uhr wolltest du gehen? Nun, die gute Nachricht ist, dass sie bis 22 Uhr geöffnet haben, wir haben also viel Zeit. Hervorragend. Das funktioniert perfekt für mich. Wunderbar. Sollen wir dann gegen 8 Uhr anvisieren? 8 Uhr klingt perfekt. Das gibt uns genug Zeit, um unser Essen zu genießen. Exakt. Du musst das Abendessen nicht überstürzen. Exakt. Ich freue mich darauf, Ihr einzigartiges Menü auszuprobieren. Das gleiche hier. Ich habe gehört, dass Sie einige wirklich interessante Geschmackskombinationen haben. Ich bin mir sicher, dass es ein herrliches kulinarisches Abenteuer wird. Absolut. Das wird eine nette Abwechslung zu unseren üblichen Restaurants sein. Auf jeden Fall. Ich bin immer begierig darauf, neue kulinarische Erlebnisse zu entdecken. Hervorragend. Dann ist es ein Plan. Ich mache die Reservierung.